Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um ein Reisestativ der Firma Neewer. Ihr seht es hier, und nicht um ein x-beliebiges Stativ, sondern um ein Stativ aus Kohlefaser. Kohlefaser, wenn ich es höre, dann erwarte ich natürlich, dass ich ein geringes Gewicht habe und auch eine hohe Belastbarkeit. Denn dafür ist ja der Einsatz von Kohlefaser auch gedacht. Was euch jetzt erwartet, wenn ihr euch das Stativ zulegen wollt, wie die Funktionalität und die Verarbeitung ist, das habe ich mir für euch schon mal angeschaut. Wenn ihr das Stativ geliefert bekommt, dann gibt es zusätzlich solch eine Transport- und Aufbewahrungstasche. Hat nochmal einen Henkel dran, ist verstellbar, kann man sich vielleicht auch um die Schulter hängen. Finde ich ganz gut. Ich mache meine Stative immer in die Originaltaschen, wenn ich sie zum Beispiel dann hinten bei mir ins Auto reinlege, rein Feuer. Ich habe immer viel Equipment mit und dann kann es schon mal passieren, dass die auch mal schnell zerkratzen oder auch mal eine Stelle dran ist. Deswegen ist so eine Transporttasche eigentlich immer gar nicht schlecht. Das Stativ an sich kommt schon zusammengebaut. Und da seht ihr schon, es hat auch ein ziemlich kleines Packmaß, was ich schon gut finde. Denn mein Stativ, wenn ich es mit habe, möchte ich natürlich nicht ein riesen Packvolumen haben, sondern ich möchte es schön kompakt haben. Das Ganze, um es aufzubauen, müsst ihr einmal die Beine nach unten klicken. Ihr seht es hier. Und dann lösen wir hier den Ring und dann seht ihr schon, und dann ist unser Stativ schon fertig. Ist also nicht viel zu beachten. Ihr könnt es natürlich auch so transportieren. Ich habe meine manchmal auch so mit den Beinen nach unten und dem Kugelkopf nach oben bei mir im Rucksack. Wenn ihr ein kleineres Packmaß haben wollt, einmal überschlagen, so wie es war, eben als es geliefert wurde. Und dann habt ihr ein noch kleineres Packmaß. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, Kohlefaser, dann sehe ich hier schon, dass unsere Röhren, die wir hier haben, die Stativbeine quasi, die sind aus Kohlefaser. Das sieht schon nicht nur ziemlich schick aus, sondern erspart natürlich auch Gewicht. Das ganze Stativ inklusive Kugelkopf hat 1,5 Kilo. Ist gut, ich habe vergleichbare Stative, die liegen um die 2 Kilo, habe ich also schon mal 500 Gramm eingespart. Hört sich erstmal nicht viel an, aber 500 Gramm, wenn man lange unterwegs ist, können ziemlich schwer werden. Deshalb hier durch die Kohlefaser, also gut im Vergleich zu anderen Stativen, 500 Gramm eingespart. Das Stativ an sich hat obendrauf einen Kugelkopf, und zwar einen 360 Grad Kugelkopf. Wenn wir uns den jetzt mal oben anschauen, dann haben wir ganz oben eine Schnellwechselplatte drauf. Die ist im Übrigen AK Swiss kompatibel, hat also den Vorteil, dass wenn ich andere Module habe, zum Beispiel wenn ich hier meinen Sigma 70-200 nehme, dann hat das auch eine Stativplatte unten drin, AK Swiss kompatibel. Das heißt, ich kann es direkt hier dran nutzen, muss nicht extra die Platte umschrauben, die Schnellwechselplatte, und kann auch andere Module. Meine Kamera zum Beispiel, ich habe hier auch noch mein Gürtelholster dran, passt auch super dran, muss ich nicht extra umbauen. Die Schnellwechselplatte hat ein schönes Gimmick unten. Und zwar haben wir ja hier diese Befestigungsschraube, die an allen Platten dran ist. Aber zusätzlich habe ich hier noch einen D-Ring aus Metall. So ein D-Ring ist ein halber Ring, der quasi an der Schraube nochmal befestigt ist. Das erleichtert mir das Festschrauben zum Beispiel an meiner Kamera, wenn ich keine andere Platte dran habe. Und ich brauche nicht zusätzlich einen Schraubenzieher oder sonst irgendwas, damit ich es festziehen kann. Wer das schon mal probiert hat und dann nichts Passendes dabei hat, der wird merken, dass nur handfest oft nicht ausreicht. Und dann kann ich hier mit diesem D-Ring, der hier unten dran ist, das Ganze richtig schön handlich festziehen. Ist eine gute Sache, ist ein kleines Gimmick, aber erleichtert einem natürlich das Festziehen an der Kamera. Das Ganze wird dann hier oben natürlich mit einer Stellschraube, wie gehabt, festgemacht. Zusätzlich hier oben habt ihr noch eine Wasserwaage. Das finde ich gut, denn wenn ich mein Stativ schon mal ausrichte, dann brauche ich nicht zusätzlich irgendwas zum Aufstecken. Es gibt ja Zusatzwasserwagen, die ihr zum Beispiel in den Blitzschuh stecken könnt, etc. Das ist hier integriert oben in der Stativplatte und könnt ihr euer Stativ erstmal schön gerade ausrichten. Dann haben wir hier oben einen 360 Grad Kugelkopf. Den Kugelkopf an sich, ich stelle das Stativ mal auf, lösen wir hier mit dieser Befestigungsschraube, und dann kann ich je nach Belieben hier oben meine Stativplatte bewegen. Ja? Gut finde ich auch, dass wir hier auf der Seite nochmal hier so eine Ausbuchtung haben. Die ermöglicht es mir nämlich, wenn ich das Ganze löse, dass ich meine Kamera auch im 90-Grad-Winkel positionieren kann. Das heißt, ich kann damit dann vom Querformat ins Hochformat wechseln. Ist eine coole Sache, gefällt mir sehr gut. Haben nicht alle Kugelköpfe, muss ich dazu sagen. Dann weiterhin können wir, wenn wir unsere Kamera zum Beispiel hier oben drauf platziert haben und das Ganze ausgerichtet haben, den Kopf, diesen Kugelkopf hier oben, nochmal extra um 360 Grad horizontal drehen. Das Ganze auch hier haben wir eine Befestigungsschraube an der Seite, die können wir lösen. Und dann können wir unseren Kopf hier oben nochmal extra drehen. Ihr seht es hier. Das Ganze ist auch nicht
sehr leicht, sondern es hat einen schönen spürbaren Widerstand, sodass es oben auch nicht wackelt, das Ganze, sondern ich kann es schön selber einstellen und bestimmen, wo ich das Ganze hier hindrehe. Zusätzlich haben wir noch eine 360-Grad-Skala hier unten dran, das finde ich auch sehr gut. Da sieht man dann, um wie viel Grad man jetzt den Kopf oben, den Kugelkopf, verdreht hat. Das Ganze ist zum Beispiel wichtig, wenn ihr Panoramaaufnahmen macht. Das heißt, ihr richtet hier oben eure Kamera horizontal aus und dann könnt ihr, je nachdem, was für ein Objektiv ihr drauf habt, eine 360-Grad-Aufnahme machen in einzelnen Aufnahmen. Hierbei ist es zum Beispiel wichtig, dass die Aufnahmen immer im gleichen Winkel verstellt werden, ich sage mal 30, 60, 90 Grad, damit ihr nachher beim Stitching es einfacher habt. Dann habt ihr nicht zu viel oder zu wenig Überlappung beim Foto und ihr kriegt das beste Ergebnis hin. Die Kohlefaserbeine an sich können in 3 verschiedenen Positionen arretiert werden. Und dafür finde ich sehr gut, haben wir hier einen federgelagerten Hebel. Den können wir reindrücken und dann, wenn wir hier unten drauf drücken, bewegt er sich oben raus, entriegelt und wir können in der nächsten Position das Ganze einrasten. Nochmal hoch, wieder einrasten. Das Gute ist, dass durch diesen Federmechanismus hier oben das Ganze immer selber einrastet. Hört sich jetzt erstmal banal an. Ihr hört zum Beispiel, wenn wir es wieder runter machen, nächste Position und dann ist das auch immer fest. Hört sich erstmal banal an, aber ich habe wirklich ein anderes Stativ, das zeige ich euch hier mal. Und zwar haben wir hier so einen gel gelagerten Mechanismus, das heißt, ich muss diesen Stift, diese Stiftplatte hier oben rausziehen, dann kann ich meine Arretierung wählen und muss sie dann wieder reinschieben. Das rastet nicht von alleine ein und wenn du Pech hast und man nicht darauf achtest, bleibt es auch draußen und da ist es mir bei diesem Stativ wirklich schon passiert, dass mir das ganze Stativ umgefallen ist, weil es nicht eingerastet ist, ich nicht daran gedacht habe, dass ich es wieder zurückdrücken muss und dann lag mein Stativ nebst Kamera einfach mal auf dem Boden. Und das ist natürlich suboptimal, das sollte nicht sein. Deshalb finde ich hier bei der Firma Neewer, bei diesem Stativ, finde ich sehr gut, dass das wirklich nicht nur sehr leichtgängig ist, sondern auch wirklich merkbar einrastet. Und hier nicht die Gefahr besteht, dass mein Stativ aus Versehen umkippt, weil ich vergessen habe, das irgendwie wieder einzurasten oder ähnliches. Finde ich sehr gut. In der Mitte haben wir nochmal einen Mittelmast, der ist natürlich auch verstellbar. Haben wir hier oben eine Arretierungsschraube, die löse ich und dann kann ich das Ganze entsprechend meiner Höhenbedürfnisse anpassen, entweder hoch oder runter. Ich brauche es eigentlich nicht so oft und ihr könnt es dann natürlich stufenlos hier durch den Drehmechanismus verriegeln und auch arretieren in der Höhe, in der ihr es braucht. Die Beine an sich lassen sich auch super leicht verlängern. Wie funktioniert das Ganze? Ihr habt hier 3 Segmente, das oberste und 2 sind nochmal eingeschoben. Das Ganze funktioniert mit einem Drehverschluss und zwar haben wir hier 3 Stück. Die sind auch sehr griffig, super schön. Haben eine breite Auflagefläche. Bei mir funktioniert es so, dass ich die mit einer Hand fassen kann. Ich kann das Ganze aufdrehen und dann kann ich sie ganz einfach ausfahren. Ich kann das Ganze natürlich stufenlos machen, je nachdem wie ich es möchte. So schraube ich es fest von der Höhe, das ist ganz klar. Was mir auch sehr gut gefällt ist, dass wenn ich sie zusammenschiebe, dass ich dann mit einer Hand das Ganze wieder zudrehen kann und sie auch wirklich zu sind. Ich habe auch ein anderes Stativ, da ist das ein Problem, da scheint eine Fehlkonstruktion zu sein, denn hier muss ich die wirklich nacheinander festschrauben. Also bei dem anderen Stativ muss ich wirklich einzeln festschrauben, damit es auch hält, sonst rutscht es mir raus. Hier funktioniert super, ein Handgriff, kann ich beide rausziehen, beide unteren Teile wieder zudrehen, dann ist das Ganze fest. Wenn wir jetzt mal weiter unten gucken, zu den Füßen, dann hat das Stativ für mich hier schon ein ganz nettes Gimmick noch. Und zwar sind die Füße hier unten selber aus so einem Hartgummi. Jetzt gibt es Stative, die haben so eine Hartgummifüße und es gibt Stative, die haben unten Spikes dran, damit man auf unebenem Gelände die nochmal ein bisschen besseren Halt hat. Bei dem Stativ habt ihr beides. Und zwar könnt ihr diese Gummifüße, die hier unten dran sind, durch einfaches Drehen auf einem Gewinde weiter nach oben schrauben und dann kommen hier unten die Spikes zum Vorschein. Das finde ich eine coole Sache, denn je nach Untergrund kann man die wirklich manchmal sehr gut gebrauchen und die sind hier integriert. Zweiter Vorteil, wenn ihr das rausschraubt und ihr fliegt zum Beispiel mit meinem Flieger irgendwo hin, dann kann es sein, ist mir schon passiert, dass ihr zum Beispiel am Zoll bzw. an der Kontrolle Probleme mit diesen Spikes an euren Stativen bekommt. Das umgeht ihr hier, denn ihr schraubt die einfach runter, dann sind die Spikes verschwunden, fertig. Habe ich schon probiert, ist kein Problem, kommt ihr super durch die Kontrolle. Kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte: Aufbau, Stabilität und vor allem auch Tragkraft. Das Ganze ist ziemlich schnell aufgebaut durch die Drehverschlüsse. Einmal drehen, dann könnt ihr die Beine, so wie ich das mache, jetzt hier einmal komplett ausfahren. Und ihr seht, das ist ziemlich schnell erledigt. Und vor allem sind sie auch stabil dann. Wenn ich das Ganze jetzt hinstelle, ich arretiere das mal in der ersten Position,
dann seht ihr schon, dann habe ich durch die Spannweite, die die Beine ergeben, durch dieses Dreieck einen extrem sicheren Stand. Also auch wenn ich mich hier aufstütze, dann merke ich schon, da wackelt und klappert nichts und die Beine verbiegen sich auch nicht. Ich habe zum Beispiel ein anderes Reisestativ, das hat eine Maximalbelastbarkeit von 4 Kilo. Wenn ich mich da oben so ein bisschen aufstütze, dann merke ich schon, dass sich die Beine durchbiegen. Und da macht sich natürlich der Vorteil der Kohlefaser, die hier verbaut ist, bemerkbar, denn die ist natürlich verbindungssteif. Das heißt, es gibt mehr Stabilität. Deshalb kann der Hersteller auch ein Maximalgewicht von 12 Kilo in dem Fall angeben. Nyra sagt, dieses Stativ könnt ihr mit 12 Kilo belasten. Und das glaube ich gut und gerne. Also hier kannst du mit Sicherheit noch mehr belasten, aber 12 Kilo als Herstellerangabe, das ist schon mal eine Hausnummer. Als Vergleich, wenn ich mal sehe, dass zum Beispiel meine Canon EOS RP mit dem Sigma 70-200, wenn ich das beides montiert habe, dann habe ich ein Gesamtgewicht von 2,1, 2,2 Kilo. Das heißt, ich könnte mindestens 4 dieser Kameras, und wer das 70-200 schon mal in der Hand gehabt hat von Sigma, der weiß, das ist schon ein Klopper. Wenn du da beides in der Hand hast, das ist schon Gewicht. Das heißt, ich könnte beides ungefähr 4-mal hier oben drauf packen und hätte immer noch ein super stabiles Stativ. Kommen wir nochmal hier oben zu der AK Swiss kompatiblen Stativplatte. Ich zeige es euch hier nochmal. Ich habe hier zum Beispiel an dem Sigma diesen AK Swiss Fuß dran. Das Ganze kann ich hier ganz einfach aufsetzen, arretiere es fest. Ist super einfach. Ich muss hier nicht unbedingt die mitgelieferte Platte nehmen. Wenn ihr andere Elemente habt, die da schon passen, passen die super. Auch hier bei der Kamera habe ich ja meine Gürtelholsterplatte, die ich hier eigentlich immer verwende und muss die nicht extra tauschen, sondern setzt die auch hier ganz einfach auf, arretiert das Ganze und es ist fest. Ist eine super Sache, diese AK Swiss kompatiblen Platten. Solltet ihr darauf achten. In der Regel haben das aber eigentlich so gut wie alle Reisestative haben das mittlerweile. Hat sich gut durchgesetzt. Hier kann ich es euch auch nochmal zeigen. Wenn wir den Kugelkopf lösen, dann kann ich die Kamera wirklich hier ganz smooth in alle Richtungen ausrichten. Und auch hier, Einkerbung, zeige ich es euch nochmal. Dann können wir die Kamera im 90-Grad-Winkel ausrichten und ich kann hochkant fotografieren. Auch gut für die Panoramafotografie, kann man nämlich auch machen. Wenn ich hochkant fotografiere, habe ich nach oben und unten noch mehr Foto auf meinem Panorama. In dem Fall, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Panorama machen möchte, kommt mir hier die Funktionalität nochmal des 360-Grad-Kopfes zugute und ich kann das Ganze dann in den entsprechenden Schritten drehen, arretieren, mache mein Foto, drehe das Ganze, arretiere es und kann hier super an der Skala ablesen, wie viel Grad ich das Ganze immer gedreht habe. Finde ich eine gute Sache. Gerade bei der Panoramafotografie bietet sich das auf jeden Fall an. Kommen wir zur Standhöhe. Ihr seht schon, ich selber bin 1,86 groß und wir haben hier eine Standhöhe von 1,40 Meter. Das ist eine für mich zum Beispiel sehr, sehr gute Arbeitshöhe, denn ich kann sowohl oben durch den optischen Sucher gucken, als auch hier mein Display verwenden auf der Arbeitshöhe. Wem das nicht reicht, wer vielleicht 2 Meter groß ist, der hat nochmal die Option, dass ich hier diesen Mittelmast, der hier nochmal ist, nochmal um 25 cm rausziehen kann und habe dann nochmal 25 cm mehr Höhe. Wenn ihr zum Beispiel mal irgendwo, keine Ahnung, über einen Zaun, ein Hindernis etc., als ich zum Beispiel im Parkhaus war, Langzeitbelichtung gemacht habe, da war die Brüstung sehr hoch, da hätte ich das auf jeden Fall so benötigt. Im Normalfall reicht es aber, wenn ihr den Mittelmast eingefahren lasst und dann könnt ihr hier super bequem mit fotografieren. Also Arbeitshöhe ist hier wirklich mit 1,40 Meter super. Jetzt gibt es natürlich auch Situationen, in denen ihr zum Beispiel sehr dicht über dem Boden fotografieren müsst. Ich zeige euch mal hier dieses Foto, das habe ich am BER gemacht und da habe ich die Kamera auch wirklich knapp über dem Boden positioniert. Das Ganze funktioniert hier auch sehr einfach und zwar könnt ihr aus dem Mittelmast hier unten eine Sicherungsschraube rausnehmen. Das ist hier so eine Sicherungsplatte, die schraubt ihr einfach nur ab und nehmt sie raus und dann könnt ihr das Ganze lösen, könnt den Mittelmast herausnehmen und könnt eure Kamera umdrehen. Dann könnt ihr das Ganze von hier unten nochmal wieder einstecken, arretieren, zur Sicherheit oben wieder diese Sicherungsschraube reinmachen. Dann kann das Ganze nämlich nicht durchrutschen, falls ihr mal vergesst, das Ganze vernünftig festzuziehen. Habt ihr hier die Sicherheit, dass eure Kamera nicht abschmiert. Und dann könnt ihr die Kamera je nach Bedarf in der Höhe über den Boden positionieren. Geht ihr mit den Beinen weiter runter, schön zum Beispiel über die Oberfläche, auf den Fußboden zum Beispiel, wo ihr fotografieren wollt. Bietet sich zum Beispiel an Lensball-Fotografie, wenn ihr die Kugel auf dem Boden habt, dann müsst ihr ja mit der Kamera ziemlich weit runter. Wenn ihr da ein bisschen länger belichten wollt, bietet sich diese Funktion auf jeden Fall an. Also ihr seht, ihr könnt nicht nur oberhalb des Stativs fotografieren, sondern ihr könnt das Ganze auch umdrehen und dann könnt ihr zum Beispiel schön flach über den Boden auch mal fotografieren. Ich baue das Ganze jetzt nochmal um und dann zeige ich euch eine weitere Funktion, denn wir haben hier auch die Möglichkeit, ein Einbeinstativ draus zu machen. Das Ganze ist auch ziemlich einfach. Wir lösen hier wieder die Sicherungsschraube, nehmen das Ganze mal raus. Dann baue ich es mal für euch gleich um, da seht ihr mal gleich, da ist keine Hexerei, das geht ziemlich schnell. Arretieren das Ganze,
und bauen es hier wieder ein. Um jetzt ein Einbeinstativ daraus zu machen, müssen wir es ein kleines bisschen zerlegen. Aber das geht auch ziemlich schnell. Und zwar lösen wir dafür einfach hier oben, ich nehme mal dafür die Kamera einmal ab, lösen wir dafür oben unseren Kugelkopf. Den könnt ihr abschrauben. Das Ganze geht ziemlich schnell und ziemlich einfach. Und dann haben wir hier oben nochmal so eine Halteplatte, eine Plastikplatte, finde ich gut. Da ist nämlich eine Fassung für die Sechskantschraube, die Sechskantmutter, die hier oben ist, mit drin. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht extra drum fummeln, sondern es ersetzt quasi den Schraubenschlüssel. Das Ganze drehe ich dann hier raus, nehme es raus. Es ist ein Gewinde hier oben drin. Das braucht ihr, um das Ganze wieder zusammenzubauen. Es ist im Lieferumfang aber auch noch ein Ersatzgewinde enthalten. Ihr könnt euch in die Tasche stecken, dann könnt ihr das hier oben eigentlich drinnen lassen. Ich nehme das jetzt mal mit raus und dann zeige ich euch, wie man es umbaut. Das Ganze ist auch ziemlich einfach. Hier oben ist nochmal eine Kennzeichnung dran und dann schraubt ihr einfach nur an diesem gekennzeichneten Bein das Bein ab. Setzt hier diese Schraube ein, die ihr oben rausgedreht habt. Und zusätzlich euren Kugelkopf. Das Ganze schraubt ihr fest und tada, habt ihr ein super Einbeinstativ. Das Ganze, auch hier, setze ich meine Kamera dann oben auf. Stativplatte bleibt ja die gleiche und kann super Einhand fotografieren. Manchmal braucht man nur ein Einhandstativ, da braucht man ja kein Dreibandstativ, wo ich sage, okay, ich bin viel unterwegs, ich möchte jetzt nicht ewig lange, aber ich habe eben eine bisschen längere Verschlusszeit und das Ganze möchte ich einfach ein bisschen beruhigen und dafür bietet sich dann auch so ein Einbeinstativ schon mal an. Und auch hier seht ihr, super Arbeitshöhe. Ich kann das jetzt zwar nicht mehr verlängern, aber für mich zum Fotografieren, wie gesagt, 1,86 bin ich groß, ist es eine super Höhe. Wenn ihr kleiner seid, könnt ihr es natürlich kleiner stellen, ist klar. Und wenn ich kann sowohl mit dem Sucher arbeiten, als auch mit meinem Display. Super Arbeitshöhe, wie gesagt, 1,40, gefällt mir gut. Und auch sehr stabil. Ihr seht, da fährt nichts ein automatisch oder aus Versehen, besser gesagt. Das ist schon wirklich gut verarbeitet, muss ich sagen. Ich für meinen Teil kann zusammenfassend sagen, die Firma Neewer hat mit diesem Stativ wirklich ganze Arbeit geleistet. Das Stativ kostet im Moment um die 80 € und dafür kriegt ihr wirklich viel Stativ. Ihr habt ein gutes Packmaß bei dem Stativ, ihr habt durch die Kohlefaser ein leichtes Stativ und vor allem ist es sehr belastbar. Mit 12 Kilo Traglast habt ihr hier wirklich ein super belastbares und zuverlässiges Stativ. Auch so die Kleinigkeiten wie zum Beispiel die versenkbaren Spikes hier unten an den Füßen zeigen für mich eigentlich auf, dass sich jemand damit schon mal auseinandergesetzt hat, was braucht ein Fotograf und was kriegen wir in so ein Stativ an nützlichen Sachen so alles untergebracht. Vielleicht habt ihr selber ja auch schon ein Stativ der Firma Neewer. Vielleicht habt ihr auch dieses Kohlefaserstativ. Dann lasst mir in den Kommentaren doch gern mal eure Erfahrungen damit da. Würde mich wirklich interessieren. Ansonsten, wenn ihr eins sucht, ein neues Stativ oder überlegt euch über generell ein Stativ, ein ordentliches Reisestativ zuzulegen, dann kann ich euch nur empfehlen, guckt euch das mal ein bisschen näher an. Das ist auf jeden Fall für den Preis, Leistung ist hier super interessant. Kriegt ihr viel für euer Geld, muss ich sagen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, vielleicht fandet ihr es informativ und es hat euch ein bisschen weitergeholfen, vielleicht auch bei einer künftigen Kaufentscheidung, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.